Fujifilm ist bekannt für ihre APS-C-Kameras im Retro-Stil. Von außen haben die Kameras allesamt einen analogen Touch, von innen bieten sie aber Funktionen und Leistungen nach aktuellstem Stand der Technik. Eine Kamera sticht allerdings etwas heraus, denn sie ist nicht nur innen hochmodern, sondern trägt dieses Feeling auch nach außen. Die Rede ist ja von der im Jahr 2018 erschienenen XH1, welche sich mit einem modernen Schulterdisplay und einem integrierten Bildstabilisator von den anderen Fuji-Modellen abhob. Jetzt, 4 Jahre später, kommt endlich mal etwas frischer Wind in die XH-Serie mit der XH2S. Wie bei der XH1 damals auch, haben wir bei dem Gehäuse einen etwas modernen Touch. Anstelle der typischen Einstellräder für ISO, Belichtungszeit und Korrektur haben wir hier ein Moduswahlrad auf der linken und ein großes Schulterdisplay auf der rechten Seite. Außerdem kommen eine Reihe an Einstellknöpfen für ISO, Weißabgleich und wahlweise auch freie Belegung hinzu. Auf der Rückseite hat sich auch einiges getan. Die Knöpfe wurden alle in Richtung des Displays geschoben, auch der Joystick wurde vergrößert und hat eine neue Position neben dem Sucher gefunden. Dadurch erhalten wir eine größere Griffläche für den Daumen und insgesamt auch ein ergonomischeres Arbeiten. Das Display ist wie bei der XT4 nun auch für die hohen und tiefen Aufnahmewinkel dreh- und schwenkbar. Allerdings gibt es bei dem Display noch eine Auffälligkeit, aber dazu später mehr. Bei den Anschlüssen haben wir obligatorischen 3,5 mm Klinke für Mikrofon und Kopfhörer sowie einen USB-C-Port zum Laden und den Datentransfer. Und glücklicherweise auch ein Full-Size HDMI-Port. Warum das wiederum spannend für die Filmemacher ist, erklären wir im Thema Video. Zu guter Letzt jetzt noch auf der rechten Seite 2 Kartenslots, einmal CF Express Typ B und einmal UHS 2 SD. Somit haben wir auch die Möglichkeit, hohe Datenraten schnell abzuspeichern, was bei dieser Kamera enorm wichtig ist. Die wichtigste Neuerung ist hier ganz klar der neue 26 Megapixel Stacked BSI-Sensor, der APS-C X Trans CMOS 5 HS, wie Fuji ihn liebevoll nennt. Gepaart mit dem neuen X-Prozessor 5 gehen Sensor und Prozessor in die nächste Generation und ermöglichen einige wichtige Features. Das S im Namen der Kamera steht für Speed und das merkt man insbesondere im Fotobereich. Wir haben hier die Möglichkeit mit 15 Bildern pro Sekunde bei einem mechanischen und mit 40 Bildern pro Sekunde im elektronischen Verschluss zu arbeiten. Das Ganze funktioniert dank des Stacked-Sensors durch die schnelle Auslese auch komplett blackoutfrei. Der mechanische Verschluss schafft eine minimale Belichtungszeit von 1/8000 und ist vom Hersteller auch auf 500.000 Auslösungen geprüft. Aber nicht nur der Prozessor ist verdammt schnell, sondern Fuji hat dementsprechend auch den Sucher überarbeitet. Der neue Sucher hat ganze 5,76 Megapixel und hat eine Bildwiederholrate von 120 fps, so verpasst ihr keine Action mehr. Die hohe Geschwindigkeit bringt uns natürlich gar nichts, wenn wir in der Dauer limitiert sind. Bei 40 Bildern pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss kann man ca. 140 RAW oder 184 JPEG-Fotos in Reihe fotografieren. Falls eine CF-Express-Karte benutzt wird, fotografiert die Kamera nach Erreichen des Buffers mit 15 Bildern pro Sekunde weiter, ohne die Serienaufnahme zu unterbrechen. Bei einer SD-Karte muss hier gewartet werden, bis der Buffer wieder frei ist. Falls 15 Bilder pro Sekunde reichen, können hier unendlich viele JPEGs oder knapp 1000 RAWs fotografiert werden. Wichtig bei solchen Geschwindigkeiten ist das Rolling-Shutter-Verhalten. Hier können wir beruhigt sagen, dass die XH2S dank dem Stacked BSI-Sensor das Problem sehr gut unter Kontrolle hat. Damals hatte die XH1 einen besonderen Stellenwert bei den Fujifilm-Kameras, da sie als einziges Modell einen IBIS, sprich einen stabilisierten Sensor hatte. Durch den Bildstabilisator wurde sie dafür auch sehr viel in Videoproduktion eingesetzt. Die XH2S fasst das Ganze natürlich auch mit auf und bringt gleich mehrere große Updates für die professionellen Videografen. Zum einen korrigiert der IBIS nun bis zu 7 Blendenstufen, wobei Fujifilm das Ganze sogar noch mit einem Firmware-Update verbessern möchte. Die Kamera unterstützt die Aufnahme von maximal 6K bei 30 fps in ProRes RAW auf die CF-Express-Karte. Auch 4K 120 fps sowie 1080p mit 240 fps in ProRes sind hier möglich. Via HDMI Out können wir das Ganze mit einem passenden Recorder auch in BMD RAW aufzeichnen, weshalb wir uns ganz besonders über den Full-Size HDMI freuen. Intern sowie extern sind hier bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang möglich.
In unserem Laufzeittest schaltet sich die Kamera bei 6K 30 fps in 422 10-Bit MP4 nach 49 Minuten und bei 4K 120 fps nach 43 Minuten wegen Überhitzung von alleine ab. Damit das aber kein Problem mehr darstellt, gibt es von Fuji eine smarte Lösung, wo wir zu der Auffälligkeit am Display zurückkommen. Hinter dem Display verbergen sich kleine Kontakte unter einer Abdeckung sowie zwei kleine Löcher. Denn für die XH2S gibt es von Fuji einen externen Lüfter, der ganz einfach mit zwei Schräubchen hinten an der Kamera befestigt wird und auch über die Kamera sowohl mit Strom versorgt wird, als auch über das Menü steuerbar ist. So bleibt der Formfaktor der Kamera schön leicht und kompakt, Fuji bietet uns aber trotzdem die Möglichkeit, die Kamera zu kühlen, wenn wir das brauchen. Für Fotografen wird dieses Feature absolut nicht notwendig sein, für alle Filmemacher ist es aber ein nützliches Zubehör. Wichtig hierbei, das Display lässt sich natürlich nicht mehr einklappen und die Lüfter sind auch nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten. Natürlich wurde hier auch insbesondere am Autofokus gearbeitet. Wir haben hier die Echtzeiterkennung von Mensch, Tier und Fahrzeugen, sprich Auto, Motorrad, Fahrrad, Zug etc. Das funktioniert natürlich im Foto- und im Videomodus und auch in allen Geschwindigkeiten. In unserem Beispiel hier haben wir die Motiverkennung auf Motorrad/Fahrrad gesetzt, aber man sieht hier auch trotzdem, dass Auge und Kopf erkannt werden und der Fokus primär auf der Person liegt. Für die Konnektivität hat sich Fuji auch was ausgedacht. Genau wie beim externen Lüfter geht es primär darum, den Formfaktor relativ kompakt zu halten, weshalb kein LAN-Anschluss direkt im Gehäuse verbaut wurde. Wer also per LAN oder 5 GHz Wi-Fi direkt auf einen FTP-Server shooten möchte, kann hier den optionalen File-Transmitter Batteriegriff nutzen. Die Kamera hat auf der Unterseite neben den Kontakten für die Stromaufnahme über den Batteriegriff auch einen kleinen USB-C-Port. Der Batteriegriff mit File Transmitting stöppelt sich da unten ein und somit haben wir alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Dadurch erweitern wir die Kamera nicht nur um mehr Akku und Knöpfe, sondern eben auch um mehr Ports. Für alle, die das nicht brauchen, gibt es natürlich auch einen normalen Batteriegriff ohne LAN und Wi-Fi-Module. Ein weiteres nettes Feature, wir haben hier nativ die Möglichkeit, die Kamera als Webcam zu nutzen und das sogar in 4K 30 fps. Kommen wir aber nun zu der Zielgruppe. Die Fujifilm X-H2S hat nicht umsonst das S im Namen. Die Kamera positioniert sich ganz klar neben Sonys Alpha 1, Nikons Z9 und Canons R3 und stellt auch einen echten Konkurrenten zu den drei Spitzenkameras dar. Sie ist sowohl für den professionellen Fotografen im Bereich Sport, Wildleben, Reportage etc. interessant, als auch für professionelle Filmemacher wie Hochzeitsvideografen, Dokumentarfilmer und so weiter. Auch preislich positioniert sich die XH2S in einem sehr attraktiven Bereich, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Two more things. Im selben Atemzug hat Fujifilm noch zwei Objektive vorgestellt. Zum einen haben wir hier das neue XF 18-120 mm f4PZ. Ein kompaktes und mit 470 Gramm überraschend leichtes Objektiv mit komplett internem Zoom, welcher über einen Zoom-Ring, Hebel und die Buttons an der Kamera sowie natürlich über den Gimbal steuerbar ist. Wenn wir uns das mal umrechnen, ist das ein 27 bis 180 mm mit durchgehender Blende 4 und das kompakt genug für fast jedes Gimbal und dann auch noch mit internem Zoom. Wir sagen mal so, damit sind in vielen Situationen coole Aufnahmen möglich. Das Objektiv macht natürlich wahnsinnig Spaß, wobei wir hier, als wir unsere Kollegin auf dem Fahrrad gefilmt haben, leider noch keine Unterstützung für unseren Gimbal hatten, weshalb die Aufnahmen mit Zoom etwas shaky geworden sind. Die entsprechenden Protokolle hat Fujifilm natürlich bereits weitergegeben, sodass relativ pünktlich die Unterstützung da sein sollte. Das zweite Objektiv ist das neue XF 150-600 mm Blende 5,6-8, mit dem Fuji nun endlich die Lücke im hohen Brennweitenbereich schließt. Das freut natürlich den Natur- und Sportfotografen ganz besonders, der mit einem Brennweitenbereich von umgerechnet 225 bis 900 mm bei einem Gewicht von lockeren 1,6 Kilogramm und einem optischen Bildstabilisator von 5 Stops haben wir hier auch ein Schweizer Taschenmesser der Teleobjektive. Außerdem haben wir zusätzlich einige programmierbare Tasten sowie einen Blendenring. So, jetzt aber genug erzählt. Schreibt uns gerne eure Meinungen zu der neuen X-H2 und den neuen Objektiven in die Kommentare. Stellt gerne auch Fragen, falls wir irgendwas vergessen haben sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Neuheiten mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.